Das ist der Wochenkalender Quer. Klare Struktur für die ganze Woche. Er hat keine Zeitleiste. Er unterteilt die Woche in 8 Felder, 7 Wochentage und ein Notizfeld. Dieses 8. Feld, das Notizfeld, kann eine besondere Rolle spielen. Dieses Kalendarium ist für diejenigen, die keine Zeitleiste brauchen, um ihre Termine zu visualisieren und die nicht mehr als 7 Aufgaben oder Termine pro Tag haben. Dieses Kalendarium wird auch viel von Lehrern genutzt, die sich professionell auf ihre Stunden vorbereiten wollen. Das Kalendarium besteht aus 2 Heften. Eins für das erste Halbjahr und eins für das zweite Halbjahr. Im Heft vorne finden Sie die Jahresübersicht des aktuellen Jahres und hinten die Jahresübersicht des folgenden Jahres. Ferien und Feiertage finden Sie im Faltplaner, der jedem Wochenkalender beiliegt, oder auch im Monatsplaner. Wenn Sie auf einer Seite einen grauen Balken sehen, dann wissen Sie, dass dieser Tag auch im nächsten Heft angelegt ist. Wie können Sie den Kalender nun nutzen? Hier ein paar Ideen. Sie tragen Erinnerungen, also Geburtstage und Jubiläen ein. Sie tragen Termine des Tages ein oder auch Erkenntnisse und Ereignisse. Der Wochenkalender Quer ist auch perfekt für die 5x3-Methode geeignet. Die Methode besagt ja, dass man besonders gut vorankommt, wenn man sich jeden Morgen die 3 wichtigsten Aufgaben notiert und versucht, diese vorrangig abzuarbeiten. Mehr dazu in meinem Buch Die 5x3-Methode. Das Kästchen hier vorne ist für die Bewertung der Aufgabe gedacht. Dafür setzen Sie am besten Ihre eigenen Kurzzeichen ein. Hier ein paar Beispiele. Sie können hier die Wichtigkeit eintragen, A, B oder C, oder die Dauer der Aufgaben, 10, 15, 1 und 2, wobei 10 und 15 für mich Minuten sind, 1 und 2 volle Stunden. Oder auch die Art der Aufgabe, denken, reden, Kontrolle, schreiben, entscheiden, delegieren, handeln. Für die Bewertung einer Aufgabe kann man natürlich auch die ganze Zeile nutzen. Beim Essen mit Peter um 10 geht es um Reden. Es dauert circa 1 Stunde und ist nicht ganz so wichtig, deswegen nur Prio B. Mehr dazu in meinem Buch Zeit optimal nutzen. Sie können die 7 Zeilen in dem Kalendarium aber auch noch anders nutzen. Sie geben jeder Zeile des Tages eine Struktur. Die erste Zeile für das Motto des Tages, die 3 folgenden Zeilen für die 3 Aufgaben des Tages, die 5. Zeile für die Gewohnheit, die Sie ändern wollen, die 6. Zeile für Ihr Lieblingslied, das Buch, was Sie gerade lesen oder den Film, den Sie gerade gesehen haben. Und die 7. Zeile reservieren Sie sich für Ihr Highlight des Tages. Sie können den Kalender aber auch noch intensiver nutzen. So ein Kalender ist wie eine Checkliste. Jeder Platz am Tag kann mit einer Bedeutung belegt werden. Hier und hier können Sie auch was eintragen. Wie viele Stunden Sie geschlafen haben, wie viele Nettostunden Sie gearbeitet oder gelernt haben, wie gut es Ihnen geht, worauf Sie sich freuen, was Sie belastet oder ob Sie Sport gemacht haben. Eine besondere Rolle kann das 8. Feld auf dem Kalendarium spielen. Sie können es für Notizen nutzen, aber auch für das Wochenresümee oder für Ihre Kreativität. Und so kann ein komplett genutztes Kalendarium aussehen. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Schriftlichkeit und Struktur. Sie haben ja nur ein Leben und man vergisst so schnell. Wenn man sich seine Strukturen schafft und diesen nachgeht, führt man seine Gedanken und seine Aufmerksamkeit. Man nimmt sein Leben aktiver wahr und kann perfekt reflektieren. Das nenne ich mal nachhaltig und achtsam leben. Ich persönlich mag das Kalendarium Quer sehr, weil man hier besser als bei jedem anderen Kalendarium erkennt, dass der Tag begrenzt ist. Es gibt nur 7 Zeilen und damit auch nur 7 Aufgaben. Mehr schafft man ohnehin meist nicht. Also, sobald alle 7 Zeilen vollgeschrieben sind, wissen Sie, es ist nicht mehr zu schaffen und müssen dann weitere Aufgaben auf den nächsten Tag verschieben. Ein Wochenkalender hat immer den Vorteil, dass man die Woche im Überblick hat, aber den Nachteil, dass man nicht alle Informationen unterbringen kann. Aber Sie können mit Verweisen arbeiten. Sie können auf das Notizheft referenzieren. Dafür markieren Sie den Punkt mit einem Sternchen und im Notizbuch selbst arbeiten Sie mit dem Datum. Ich selbst habe mir folgende Struktur angewöhnt. Ich schreibe das Datum rechts oben in die Ecke, wähle eine Überschrift, die auch die Uhrzeit enthält. Fertig. Ein Kalender ist ja nicht nur für das Notieren von Terminen gedacht. Ja, auch, aber nicht nur. Ein Kalender kann Ihnen auch eine gute Struktur für den Tag geben. Wenn Sie sich morgens hinsetzen, die 3 wichtigsten Aufgaben des Tages notieren, dann den Tag anhand der Zeitleiste in Gedanken einmal durchgehen, dann spüren Sie sofort, wo es eng werden könnte. Und dann können Sie noch gestalten und Stress abwenden. Sie fokussieren dann auf die wichtigsten Aufgaben und behalten so den Tag im Griff und die Zukunft im Blick.